Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau von Jaggels Sonnenanlage. Heute starten wir hier in die Saison. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Die ideale Temperatur zum Eisenbahnen, mit dem Augenzwinkern natürlich. So, wir haben schon ein bisschen aufgegleist, wir waren schon tätig und haben schon ein paar Testrunden gedreht, ob alles noch so funktioniert, wie es soll. Es kommt alles den Wendel hoch, sogar der hier, trotz Masse. Es sah erst gar nicht so aus, weil das alles dreckig war und naja, der hat erstmal reinigen müssen quasi. Aber jetzt kommt mittlerweile alles echt gut hoch. Das war so ein bisschen meine Sorge. Und hier im Großen ist auch schon gut bestückt. So, also es funktioniert alles soweit. Und jetzt, bevor ich hier oben anfange mit dem Licht, gehe ich hier nochmal rüber zum Wendel, weil der wird jetzt noch ein Stück versetzt. Dafür habe ich jetzt alles soweit schon mal vorbereitet. Und zwar wird das Brett hier einfach auf die Seite hier versetzt und dann der Wendel um so circa 5-6 cm nach rechts verschoben, weil dann bekomme ich hier auf der Seite auch 5-6 cm Platz logischerweise. Und dann kann ich hier oben rum, nämlich mit einer Umfahrung, um den Wendel rumfahren, dass ich quasi nicht mit jedem Zug immer durch den Schattenbahnhof durch muss, wenn ich einfach auch mal oben bloß fahren möchte. Genau, das ist jetzt quasi die Vorbereitung für den Hauptstreckenbau und ja, jetzt beginne ich mal. Das Brett hat die Seite gewechselt, das ging relativ problemlos. Jetzt muss ich noch den Wendel verschieben, den habe ich glücklicherweise an allen Schrauben festgemacht. Das heißt, jetzt muss ich erstmal die Schrauben lösen. Und dann verschiebe ich den hier einfach um die 8 cm, die es sind, oder 7 cm, und dann passt auf der Seite noch bequem eine Trasse rein. Der Wendel ist verschoben. Jetzt passt hier wunderbar die Trasse rein, wie man sieht. Jetzt habe ich aber noch ein Projekt, was ich eigentlich schon machen wollte. Ich möchte hier eigentlich ein Loch reinmachen in der Mitte, dass man zur Not von innen dann rankommt. Genau, das mache ich jetzt auch noch. Jetzt habe ich mal die Stelle markiert, wo ich sägen möchte und habe auch schon die Löcher gebohrt. Und jetzt fange ich an, mit der Stichsäge das auszusägen. Das kann ich leider nicht filmen, aber das kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie es funktioniert. Das Loch ist gebohrt und ich habe das alles noch ein bisschen abgedeckt hier oben rum, dass das nicht so vollstaubt. Und jetzt kann man da wunderbar unten durchkriechen und sich quasi in den Wendel reinhocken. Das gibt dann auch schöne Perspektiven. So, und jetzt starte ich mit dem Licht. Als Lampen haben wir uns so LED, Leuchtstoffröhren waren es früher mal, Feuchtraumlampen, wie auch immer, rausgesucht. Da habe ich jetzt hier schon mal eine ausgepackt und mal Probe angeschlossen. Aha. Genau, so hell sind die dann und die kommen schön über die Anlage. Da haben wir 12 Stück, so viel werden wir gar nicht brauchen, aber das war ein günstiges 12er-Packerl. Und jetzt lege ich das Ganze mal aus und schau mal, wie wir das Ganze gestalten. Die Lampen sind ausgelegt. Jetzt gehe ich mal eine Runde mit euch. Hier muss ich schauen, wie ich das mache, weil ich das eigentlich auch zwischen die kann man irgendwie in Reihe verlegen. Maximal 11 Stück, aber ich werde 2 Stränge machen. Also hier einmal einen 4er-Strang und auf die Seite einen 8er-Strang. Und dann werde ich schauen, dass ich das an den Übergängen, an den Ecken, dass ich das damit irgendwie Steckern macht, dass ich das auseinanderstecken kann. Und dann, weil wenn ich dann baue oder wenn wir dann bauen, dann muss ja nicht immer die komplette Beleuchtung leuchten, dann kann ich das in Abschnitte einteilen quasi. Zumindest ist das jetzt der Plan. Es geht sich genau aus, wir brauchen genau alle 12, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist doch größer als gedacht, das Ganze. Und so schaut es aus, wenn ich nur mal eine hinhalte. Macht schon gut hell. Und da haben wir dann 12 Stück über der Anlage. Die haben pro Stück 36 Watt und 4000 Kelvin. Und ich glaube irgendwas um die 4300 Lumen oder so. Ja, 4320 sind es. Gut, jetzt ist dann der nächste Schritt, dass wir ein Untergestell bauen für die Lampen und die dann da dran befestigen. Zwischenzeitlich war ich mit dem Jackel beim Einkaufen. Wie ihr seht, haben wir so Kabelkanäle gekauft zur Breite. Und da ist halt jetzt der Plan, dass wir hier quasi die Klammern mit einem Stück Holz unterfüttern, wegen den Erhebungen hier. Das ist wahrscheinlich zur Stabilisierung oder dass man da irgendwas reinklemmt oder so.
Und da kommt dann quasi die Klammer hin, dann ein Stück Holz zum Ausgleich und auf der Seite ist dann zum Kontern eine Öse und daran soll es dann aufgehangen werden. Und das über die gesamte Länge. Dann kann man das in der Höhe ein bisschen variieren, wie man das haben will. Und hier vorne soll dann quasi der eigentliche Deckel als Blende hin. Das ist jetzt mal der Plan. Das bereite ich jetzt hier mal über die eine Länge komplett vor. Und dann schaue ich mal, ob das so funktioniert, wie sich das rausgeht. Ansonsten hat der Jagel einen Haufen Kabelkanäle für umsonst gekauft. So, das Kabel habe ich jetzt schon reingelegt. Und auf der anderen Seite habe ich hier jetzt die erste Bahn leuchten gemacht. Und hier habe ich so Abstandshalter. Die muss ich allerdings noch mit dem Nivelliergerät ausrichten. Das habe ich nochmal so provisorisch gemacht, ob sich das alles so rausgeht. Genau, und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt habe ich es mal probeweise aufgebockt und habe auch schon den Stromanschluss gelegt. Jetzt hatte ich das Video schon hochgeladen und es wurde auch schon ein bisschen angeschaut und kommentiert. Und dabei ist einem aufgefallen, einem Kommentator, vielen Dank an der Stelle, dass ich quasi aus der Decke kommend hier in die Steckdose reingehe. Und für mich war das jetzt an sich kein Problem, weil für mich war immer klar, dass das eingesteckt bleibt. Aber es kommt vielleicht auch mal irgendjemand nach mir, der das dann nicht weiß. Und es ist halt jetzt einfach gefährlich, weil hier Strom drauf ist, wenn ich es jetzt einschalten würde und dann die Kontakte frei liegen. Deswegen werde ich das jetzt ändern. Ich werde jetzt quasi das so machen, dass hier das Kabel rausgeht, das Spiralkabel, und oben dann in die Steckdose in der Decke oder beziehungsweise da dann die Steckdose hinmachen. Das mache ich jetzt noch geschwind und dann zeige ich euch, wie ich es umgedreht habe. Jetzt habe ich das Ganze umgedreht, dass quasi der Verteilerkasten auf der Lampe ist und von da aus das Kabel nach oben geht in die Steckdose. Das macht so rum viel mehr Sinn. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nur, dass ihr ein bisschen drauf aufpasst. Funktionieren tut es auch noch. Genau. Das wird jetzt im weiteren Videoverlauf zwar immer noch falsch rum sein, aber ihr wisst jetzt, dass es quasi so rum mehr Sinn macht. Und jetzt testen wir mal, ob es geht. Hey. Genau. So schaut es jetzt aus. Das ist jetzt zumindest mal für ein Hauptteil. Und jetzt muss ich dann hier noch rum. Und natürlich auf der anderen Seite auch. Aber das ist jetzt der Zwischenstand. Die erste Leiste baumelt mittlerweile von der Decke. So schaut es jetzt aus. Ist fast ein bisschen niedrig, aber es geht leider nicht anders wegen der Schräge. Ansonsten hätte ich da hinten so viel Licht verloren. Aber hier ist eh nichts Hohes eingeplant. Müssen wir mal schauen. Ansonsten muss man da vielleicht nochmal ran. Hier über dem Wendel, wo es jetzt dann auch bald losgeht mit dem Trassenbau, baumelt jetzt mittlerweile auch schon die Lichtleiste. Die habe ich hier steckbar gemacht, dass ich die auch mal abmontieren kann. Zur Not, oder dass ich nicht, wenn ich auf der einen Seite zum Beispiel jetzt werkel, dass ich dann das ausstecken kann. Dann muss ja die andere Seite nicht brennen. Und hier genauso. Das ist quasi dann hier, wo die Paradestrecke heißt es, genau, hinkommen wird. Und hier hinten liegt jetzt noch der letzte Rest. Den muss ich jetzt noch aufhängen und das Kabel hier hinten anschließen und dann geht's los. Zwischenzeitlich habe ich die letzten 2 Lampen auch noch angeschlossen. Jetzt leuchtet alles schön. So muss das sein. Jetzt seht ihr hier, habe ich schon mal mit einer Klemme so einen Deckel hingeklemmt. Und zwar werde ich das jetzt noch vorne hin machen mit Sekundenkleber und so kleinen Senkschräubchen, dass quasi das nicht so blendet. Wenn man dann hier sitzt am Stellpult, dann blendet das nicht. Das ist jetzt der letzte Schritt und dann war es das mit dem Video. Jetzt habe ich die Blenden installiert, jetzt blendet es auch nicht mehr. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass hier quasi, wo es frei hängt, dass es so ein bisschen nach hinten kippt. Schärfe. Dass es so ein bisschen nach hinten kippt. Und da muss ich halt jetzt schauen, dass ich auf der Rückseite noch so ein bisschen Gewichte anbringe. Das Problem habe ich hier jetzt nicht so, weil es da so ein bisschen aufliegt und beziehungsweise hier hinten habe ich ein Stück Holz reingeklemmt. Und hier an den Ecken habe ich es miteinander verklebt. Da ist sowieso nichts. Aber das passt jetzt schon so, das ist relativ schnell gemacht. Jetzt habe ich hier schon das Holz für den nächsten Teil liegen. Da geht es nämlich los mit den Trassen. Und da ist schon mal ein Plan.
Der ist jetzt noch nicht so spruchreif im Prinzip. Also der Part hier bis zum Bahnhof auf jeden Fall schon. Und, aber hier hinten, wo mein wilder Gleiszopf ist, da werde ich wohl anders und ein bisschen freier bauen, als es so ist. Ich möchte halt auch schauen, dass es alles so ein bisschen geschwungen ist und nicht so gerade ist. Es wäre mit einem Flexgleis wahrscheinlich leichter, aber muss ich sehen, wie sich das alles rausgeht. Auf jeden Fall, jetzt geht es nächstes Mal los hier quasi. Komme ich hoch vom Schattenbahnhof, vom Wendel. Und dann geht es hier quasi hoch Richtung Bahnhof und dann hier Drehscheibe. Das ist jetzt mal der grobe Plan zumindest. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt dann in Angriff nehmen. Gut, dann soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.